Das Brot habe ich vor 2 Tagen gebacken und schaut mal, wie weich und saftig das jetzt immer noch ist. Und kauft Mamas Buch. Da sind alle Rezepte drin. Ihr könnt es ruhig kaufen und dann könnt ihr alles nachmachen. Als allererstes brauchen wir 80 Gramm aktiven Sauerteig. Das heißt, ihr müsst euren Sauerteig erstmal füttern. Wenn ihr euch mit Sauerteig nicht auskennt und keinen Sauerteig habt, kauft euch einfach einen flüssigen Sauerteig in einem Tütchen aus dem Geschäft. In der Zeit, in der euer Sauerteig aktiv wird, bereiten wir unseren Schrot vor. 150 Gramm Schrot tun wir in 150 Gramm Wasser. Ein kochendes Wasser. Und jetzt verrühren. Und dann 3 bis 4 Stunden quellen lassen. Genauso lange braucht euer Sauerteig. Hier habe ich eine Schüssel mit 300 Milliliter Wasser und da gebe ich jetzt meinen aktiven Sauerteig rein. Ihr seht, der ist jetzt gerade am höchsten Punkt und genau richtig, um ihn jetzt anzumischen. Das löse ich erstmal auf. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich meinen Sauerteig ansetze, dann schaut euch das Video hier oben rechts an und dann gebe ich meinen Schrot dazu. 2 Teelöffel Salz. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr nicht 100% sicher seid mit eurem Sauerteig, gebt ihr bitte einen schwachen Teelöffel Hefe dazu. Und als letzten Schritt kommen 350 Gramm Vollkornmehl dazu. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euer Getreide selber zu mahlen oder zu schroten, dann macht das bitte unbedingt. Der Unterschied ist riesig. Mein Teig ist gut vermischt. Ich decke das Ganze ab und lasse den Teig etwa 3 Stunden bei Raumtemperatur gehen. Mein Teig ist richtig heftig aufgegangen und den fülle ich jetzt in meine Backform. Dann streue ich noch ein bisschen Sesam oben drauf. Wer das nicht mag, lässt es einfach weg. In der Zwischenzeit heize ich meinen Backofen auf 190 Grad Ober-Unterhitze vor und darin backe ich mein Brot für 60 Minuten. Dann schneide ich das Brot mal für euch an. Super saftig, könnt ihr das sehen? Das ist wirklich das saftigste Brot, das ich je gebacken habe. Und das, obwohl richtig viel Schrot enthalten ist. Schrot, Vollkornmehl, Sauerteig. Das ist ein Brot, das wirklich extrem lange saftig und frisch bleibt. Schaut euch bitte das Brot mal an. Das Brot habe ich vor 2 Tagen gebacken und schaut mal, wie weich und saftig das jetzt immer noch ist. Wenn ich euch sage, dass wir von diesem Brot nicht genug bekommen, dann ist das nicht gelogen. Unsere Brote sind längst aufgegessen und ich habe ein weiteres zubereitet. Wir backen das Brot im Moment wirklich fast täglich. Dadurch, dass Sauerteig in dem Brot ist, hält das wirklich tagelang frisch und bleibt super saftig. Wenn ihr keinen eigenen Sauerteig habt, dann setzt mal einen Sauerteig an. Schaut euch das Video hier oben rechts an und ansonsten nehmt ihr einfach so einen fertigen Sauerteigbeutel aus dem Geschäft. Ihr Lieben, macht's gut, lasst es euch schmecken, bis zum nächsten Mal.